Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Das Video heute ist ein bisschen anders als sonst. Und zwar male ich nicht in einem Malbuch, sondern ich male selber. Und wie der Titel schon sagt, male ich Gänseblümchen. Und natürlich habt ihr das Titelbild schon gesehen, wie es zum Schluss aussieht. Für dieses Bild benutze ich meine Kreisschablone, die ich auch wieder unten verlinken werde. Male 2 Kreise. Einen für die Mitte des Gänseblümchens und einen Kreis drumherum, um eine Hilfe zu haben, wie weit ich meine Blütenblätter male. Ich habe ein paar Versuche gestartet und für mich war diese Version am einfachsten, indem ich erstmal je 2 gegenüberliegende Blätter male und dann die restlichen Blätter der Gänseblümchen eben in den Plätzen dazwischen ausfülle. Leider bin ich noch kein geübter Zeichner, deswegen muss ich das Blatt, auf dem ich male, immer rotieren, damit ich immer die exakt gleiche Blütenform kriege. Wahrscheinlich wird das mit Übung auch noch besser, deswegen tut es mir leid, wenn ihr langsam Drehschwindel bekommt oder wenn ich ab und zu das Blatt außerhalb des Kamerafokus ziehe. Ich versuche, die Blütenblätter nicht immer gleich zu platzieren, sondern ein bisschen zu variieren, einfach weil es eine Blume ist und auch in der Natur ist nichts perfekt. Wenn ihr demnächst mal im Garten oder auf einer Wiese seid, schaut euch mein Gänseblümchen genauer an. Sie sind nicht so eindimensional, wie man denkt. Und zwar besteht ein Gänseblümchen aus mehreren Lagen von Blütenblättern, was ich auch erst gesehen habe, als ich mir Naturfotos angeschaut habe. Deswegen male ich in den Zwischenräumen zwischen der ersten Lage der Blütenblättern kleine Spitzen, um die zweite Lage der nächsten Blütenblätterreihe anzudeuten. Auch das mache ich nicht in jedem Zwischenraum, sondern in denen, die groß genug sind. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Ich glaube, das größte Problem beim Malen oder auch Basteln ist, dass man sich nicht traut, die Sachen überhaupt anzufangen. Dass man zu sehr Angst hat, sich selbst zu enttäuschen oder von sich selbst enttäuscht zu sein, die Sachen zu versauen oder dass man es einfach komplett hinschmeißt und nie wieder anfasst. So widmen wir uns mal dem Gänseblümchen in der Seitenansicht. Mein großes Problem ist, dass ich es schwer finde, Sachen, die ich sehe, plastisch darzustellen. Einfach 3D-Ansichten, Winkel, das ist etwas, was mir noch sehr, sehr schwer fällt. So geradlinige Sachen wie eine Blume in Frontansicht, das ist noch in Ordnung, aber sobald etwas eine Perspektive haben soll, wie eine Seitenansicht oder von oben rein und man verschiedene Schichten darstellen muss, ist es für mich ein Problem. Aber ich denke, dass das vielleicht mit Übung hoffentlich besser wird. Ich male einen Halbkreis drumherum. Ich habe ihn jetzt nicht exakt in der Größe gemalt, wie ich die Blütenblätter haben möchte. Dieser Halbkreis hilft mir einfach, ungefähr die Größe einzuschätzen und dass ich die in der gleichen Größe male wie den Rest.
Es gibt 2 Techniken, um Sachen auf Papier zu übertragen oder die Bleistiftlinien einfach so hell zu halten, dass man sie dann in dem Original nicht mehr sieht. Eine Technik davon ist die Transfertechnik. Und zwar schraffiere ich jetzt mit einem Graphitbleistift, also einem normalen Bleistift, die Rückseite meines Bildes. Wichtig ist, dass da schon eine gute Schicht drauf ist, aber nicht zu viel, so dass man sein ganzes Bild mit dem grauen Bleistiftstaub einsaut. Ich benutze hier zum Beispiel einen HB-Bleistift von Faber-Castell. Die andere Technik wäre eben mit einem Bleistift normal auf dem Papier vorzuskizzieren und dann mit einem Knetradiergummi das Pigment abzuheben, sodass die Bleistiftskizze sehr hell ist und später nicht mehr gesehen wird. Knetradiergummi heben das Pigment ab und zerstören nicht das Papier, so wie es normale Radiergummis tun würden. Ich befestige mein Aquarellpapier auf ein Klemmbrett und zwar mit Washi-Tape und das hat 2 Gründe. Der erste Grund ist, dass ich einen sauberen Rand haben möchte, weil ich das Bild für eine Karte verwenden will. Und der zweite Grund ist, damit das Ganze einfach festklebt. Auf dem Board habe ich immer noch die Chance, das Bild zu rotieren. Und wenn ich etwas mehr Wasser verwenden sollte, gerade beim Hintergrund, dann wälzt sich das Aquarellpapier nicht. Ich benutze das Aquarellpapier von Hahnemühle. Und zwar ist das Echtbütten Aquarellkarton Cézanne 300 Gramm, matt 100% Hadern. Ich habe einen Aquarellblock von Hahnemühle, in dem ich glaube 12 verschiedene Papiersorten habe und von jeder Papiersorte eben ein Blatt. Und ich probiere mich jetzt einfach durch, welches Aquarellpapier für mich am besten ist. Ich muss sagen, das Echtbütten Aquarellpapier hat mir für die Aquarellstifte nicht gefallen, einfach weil die Stiftemine so hart ist und dieses Echtbüttenpapier so weich, dass es die Struktur beschädigt. Da bevorzuge ich doch lieber etwas raueres Papier, womit ich mit meinen Stiften nicht so großen Schaden anrichten kann. Wenn ihr euch an eben erinnert, wo ich schon einen Teil der Schraffur gemacht habe, jetzt mache ich den Rest, weil ich jetzt durch meinen Zuschnitt genau sehe, wie weit mein Motiv reicht. Im Übrigen habe ich mein Aquarellpapier schon auf Kartengröße zurechtgeschnitten. Alle meine Karten haben eine Größe von 10,5 mal 14,8. Das ist die optimale Größe, um ein DIN A4 Papier in 2 Karten zu unterteilen, ohne Verschnitt oder Verlust zu haben. Das Aquarellpapier habe ich einen halben Zentimeter kleiner geschnitten auf 10 mal 14,3, damit ich, wenn ich hinterher das Aquarellpapier auf meine Karte klebe, einen schön farbigen Rand drumherum habe. Jetzt geht es erstmal darum, die Karte richtig zu positionieren, so dass das Bild mittig ist und genauso sitzt, wie ich es mir vorstelle. Sobald es richtig sitzt, fixiere ich das mit einem Stück Washi-Tape am oberen Ende, so dass während ich das Bild transferiere, es nicht verrutscht und ich die exakte Position für alle Blumen gleich habe. Es ist wichtig, dass man erstmal kontrolliert, wie viel Druck man braucht, bis man überhaupt einen Durchdruck sieht. Das Echtbüttenpapier hat es mir etwas schwerer gemacht, weil es einfach super weich ist und die Fasern sich sehr schnell eindrücken lassen. Deswegen war mein Durchdruck eher schwammig als scharfkantig. Und das hat mich im ersten Moment echt enttäuscht, aber hinterher fand ich das gar nicht so schlimm, weil ich mit den Aquarellstiften sowieso nochmal drüber malen musste. Deswegen habe ich das einfach als leichte Hilfe genommen, etwas zu sehen, wo meine Blütenblätter ungefähr sein sollten, als eine exakte Skizze von dem, was ich vorher aufgemalt habe.
Jetzt kommen wir endlich zum schönen Teil nach langer Vorbereitung, und zwar das Ausmalen. Dafür nehme ich das Smalte Blau, Sky Blue, die 146, und umrande die Blütenblätter damit. Wichtig sind 2 Dinge. Nummer 1, dass euer Stift sehr spitz ist, und Nummer 2, dass ihr nur leicht umrandet, damit nicht zu viel Pigment auf dem Papier ist. Bei dem Ausmalen der Blütenblätter trage ich nur etwas Pigment in der Blütenmitte auf. Das Pigment der Albrecht Dürer ist sehr, sehr stark, deswegen wirklich nur ganz leicht und ganz wenig. Ich variiere auch die Pigmentstärke von Blatt zu Blatt, einfach damit das Ganze lebendiger und natürlicher wirkt. Auch benutze ich nur jedes zweite Blatt für den ersten Durchgang, damit meine Farben nicht ineinander laufen, wenn ich die nebeneinander liegenden Blätter ausmale. Das Tolle an Aquarellstiften ist, dass wenn man mit Wasser drüber geht, sich die Farbe von dem Pigment natürlich löst und den Blättern einen natürlichen Rand gibt. Und das gefällt mir besonders gut. Auch kann man kontrollieren, wo man die Farbe hinschiebt und somit eben einen schönen Schatten kreieren und den Blättern einfach einen tollen Rand geben. Wie ich schon öfter in meinen Aquarellstift-Videos erwähnt habe, benutze ich mit Aquarellstiften am liebsten meine Kuretake Wassertankpinsel. Ich habe auch Pentelpinsel ausprobiert, aber die Kuretake-Pinsel geben mir noch ein bisschen mehr Kontrolle über das Wasser. Das Ausmalen dieser Blütenblätter mache ich mit wirklich sehr, sehr wenig Wasser, damit ich den Rand gut lösen kann, er mir aber trotzdem nicht verläuft und scharf bleibt.
Manche Gänseblümchen haben auch eine rosane Spitze, deswegen nehme ich dann mein Krablack Rosa oder Pink Madder Lake, die 129, und male wirklich nur ganz, ganz wenig, einen Hauch von Farbe an die Spitze des Blütenblattes. Und das auch nicht an jedem Blütenblatt, hier und da mal so ein bisschen. Und das natürlich auch nur auf denen, die schon wirklich gut getrocknet sind. Wenn ihr auf den noch feuchten Papier malt, könnt ihr das Papier beschädigen oder zu viel Pigment auf dem Papier verteilen, was dann hinterher nicht mehr mit dem Pinsel gelöst werden kann. Die Blütenmitte male ich in 3 Schritten, und zwar nehme ich zuallererst die 184 Dark Naples Ochre und male rechts weniger Pigment als links. Also lege ich schon mal rechts meinen Sonnenfleck, wo das Pigment am hellsten ist, wo das Licht drauf scheint, und links ist eben die Schattenseite, wo mehr Pigment ist. Das Ganze muss man sehr gut trocknen lassen, wie schon vorher erwähnt. Dann gehe ich mit meiner zweiten Farbe drüber. Das ist die 108, das Cadmiumgelb Dunkel. Und zum Schluss nehme ich 187 Burnt Ochre, um den tiefsten Schatten zu malen. Für mein Grünzeug benutze ich zuallererst das Maigrün, die 170, und auch hier gilt wieder, dass das Maigrün meine erste Farbe ist und der Stift sehr spitz sein soll und man nicht zu viel Pigment aufs Papier vorher bringt. Dunkel malen kann man immer, die Farben heller zu kriegen, ist die schwerere Sache. Auch hier skizziere ich ganz leicht meinen Stängel und die Blätter nach. Das Gute an dieser Schraffiertechnik ist, dass man immer noch gut korrigieren kann, sowohl auf der Skizze, die man zuerst macht, als auch auf der Skizze, die man übertragen hat. Einfach weil die Bleistiftlinien so leicht sind, dass man sie hinterher gar nicht mehr sieht. Mit dem Grün benutze ich die Pinselspitze, um das Pigment dorthin zu schieben, wo ich es haben möchte. Ich möchte, dass meine rechte Seite hell ist und meine linke Seite die Schattenseite. Das gleiche wie bei der Blumenmitte. Deswegen benutze ich die Pinselspitze dazu, das Pigment von meiner hellen Seite zu meiner Schattenseite zu schieben.
Der Schatten von meinem Grünzeug wird mit Permanent Green Olive der 167 gemalt und glaubt mir, dass es wirklich einen Unterschied macht. Eine zweite Farbe gibt immer ein bisschen mehr Tiefe in dem Bild. Schicht für Schicht wird das Bild aufgebaut. Früher habe ich das nicht so gesehen, aber gerade jetzt, wo ich das Bild Schicht für Schicht male, sehe ich definitiv den Unterschied, was eine zweite oder dritte Farbe ausmacht und wie viel lebendiger das Bild danach wirkt. Mein Bild soll auch einen ganz leichten Hintergrund bekommen. Dazu benutze ich meine zwei Farben, die ich auch für die Blütenblätter benutzt habe, Pink Madder Lake und Sky Blue. Und ich male ganz, ganz leicht, wirklich mit kaum Druck, eine Schicht mit dem Rosa und darunter eine Schicht mit dem Blau. Ich fange erstmal leicht an. Hinterher ist es mir doch ein bisschen zu hell, deswegen lege ich, wenn das Ganze getrocknet ist, nochmal eine zweite Schicht mit dem Blau hinterher. Leider habe ich das Grün der Wiese schon vorher gemalt und vergessen zu filmen, aber es läuft nach dem gleichen Prinzip ab. Ein bisschen nervig war, dass sich andauernd mein Washi-Tape gelöst hat, weil ich das sehr, sehr knapp geklebt habe, aber auch das war in Ordnung gewesen. Hilfreich ist hierbei mein etwas dickerer Kuretake-Pinsel. Ich habe schon relativ viel Wasser benutzt für den Hintergrund, einfach um wirklich alles von dem Pigment zu lösen und war froh, dass mein Bild festgeklebt war, damit es sich nicht welkt und wirklich glatt trocknen kann.